Hallo liebe Freunde der Astrologie und Freunde der Systemik. Heute geht es um Chiron im Stier oder im zweiten Haus. Ich empfehle dir aber zuerst, dir mein allgemeines Video zu Chiron anzuschauen. Klicke dabei einfach hier oben links oder unten in der Beschreibung werde ich das Video auch noch verlinken. Also, wie ihr sicherlich schon wisst, steht Chiron im Horoskop für eine mitgebrachte Wunde, meist aus der Kindheit. Und Chiron steht gleichzeitig für eine Begabung, genau in diesem Bereich. Aber zuallererst nehmen wir Chiron immer als sehr schmerzhaft wahr, als einen wunden Punkt in deiner Psyche. Bei der Chiron-Wunde im Stier oder im zweiten Haus geht es um die Themen innere und äußere Werte, um Besitz und auch um körperliche Attraktivität. Man geht bei diesen Themen in die Vermeidung, um Schmerz und Zweifel auszuweichen. Aber wenn man dem komplett ausweicht, kommt leider auch nicht die Begabung zum Vorschein oder kann nicht komplett gelebt werden. Daher ist der beste Umgang mit Chiron die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit. Ähm, also die eigene Verletzlichkeit genau in diesem Bereich anzunehmen. Die besondere Empfindsamkeit, die bleibt immer, aber du lernst im Laufe des Lebens damit umzugehen. Also mit Chiron im Stier oder im zweiten Haus hat man irgendwie immer das Gefühl der Wertlosigkeit und oder auch des Mangels. Es ist möglich, dass du dich mit Minderwertigkeitsgefühlen auseinandersetzen musst. Du möchtest immer wissen, ob dich denn jemand überhaupt mag. Das versuchst du vielleicht durch äußerliche Verschönerung zu kompensieren. Und vielleicht bist du ja auch sogar besonders hübsch und kannst durch dein Äußeres andere für dich einnehmen. Aber tief im Inneren hast du eben dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Und du sehnst dich danach, dass man dein wahres Wesen und deinen wahren Wert erkennt und dass du dafür geliebt wirst. Du reagierst vielleicht auch sehr empfindlich auf kleinste Bemerkungen anderer, wenn es etwas mit deinem Aussehen oder deinem Verhalten zu tun hat. Selbst wenn es gut gemeint ist, fasst du es als Kritik auf. Und das löst natürlich immer Verunsicherung in dir aus. Außerdem kannst du auch das Gefühl des Mangels haben. Also, dass du denkst, du hast nicht genug. Dann kaufst du vielleicht viele Dinge und denkst, dass du damit deinen Wert steigern kannst. Aber auch da merkst du, dass es nicht funktioniert und das Gefühl der Wertlosigkeit kommt immer wieder. Erkennst du dich da schon selbst wieder? Also auch hier gibt es wieder verschiedene Formen der Ausweichung. Erstens, die erste Ausweichung ist, du lobst das Aussehen anderer, du machst viele Komplimente und bewunderst die Talente der anderen und machst auch gerne Geschenke. Selber kannst du aber keine Komplimente oder Geschenke annehmen, denn dann fühlst du dich sofort bedrängt. Oder zweitens, du achtest extrem auf dein Äußeres, schminkst dich vielleicht sehr stark, bist immer perfekt gekleidet, hast auch immer das an, was gerade in ist. Oder drittens, du kaufst dir allerlei Dinge, bei denen du denkst, dass sie deinen Wert steigern könnten. Das können zum Beispiel Häuser, Grundstücke, teure Gemälde, Kleidung, alles Mögliche sein. Aber nichts davon kann deinen Schmerz des Gefühls der Wertlosigkeit mindern. Oder wenn, dann nur für kurze Zeit. Also, wie sollte man nun mit Chiron im Stier oder im zweiten Haus umgehen? Der Entwicklungsweg ist folgendermaßen. Erstens, entdecke die eigenen Werte und lerne Selbstliebe. Das geht am besten, wenn du dich zuallererst dem Gefühl der Wertlosigkeit aussetzt und dich damit anfreundest. Lerne deinen Körper als Wohnstätte deiner Seele zu schätzen. Und idealisiere nicht deinen Körper, denn dadurch bindest du dich an die Energie des Körpers. Lass auch von Besitz los.
Ja, von Besitz loslassen ist auch sehr wichtig. Schau dir die Dinge an, die du denkst, brauchen zu müssen, um deinen Wert zu steigern. Und erkenne an, was ist. Nämlich, dass es nur Dinge sind, dass es nur Materie ist. Es gilt, ein Leben lang im Umgang mit Werten und Besitz achtsam zu sein. Und wenn du das gelernt hast, kommt dann auch deine Gabe immer mehr zum Vorschein. Und zwar, die Gabe ist, du kannst anderen Menschen das Gefühl von Sicherheit und Wertschätzung vermitteln. Du erkennst Talente und Gaben bei anderen sofort und kannst sie ermutigen, sie zu leben und zu fördern. Du kannst anderen vermitteln, dass sie schön und liebenswert sind. Und du hast auch die Gabe, körperliche Sinnlichkeit auszustrahlen und anderen zu helfen, ihre Sinnlichkeit zu finden. Und du zeigst anderen, wie sie eine natürliche Attraktivität entwickeln können. Diese wunderbare Gabe kannst du natürlich auch beruflich einsetzen. Zum Beispiel als Lebensberater oder Coach kannst du dich auf Menschen mit Selbstwertthemen konzentrieren. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Chiron-Thematik der Stierenergie geben und möchte heute auch noch darauf hinweisen, dass Chiron im Leben immer besonders wichtig wird, wenn er persönliche Planeten im Transit aktiviert. Aber die wichtigste Lebensphase für Chiron ist die sogenannte Chiron-Rückkehr. Diese findet für jeden Menschen zwischen dem 50. und dem 52. Lebensjahr statt. In dieser Zeit wird das Chiron-Thema in deinem Horoskop nochmal sehr stark aktiviert, damit du nun wirklich heilen kannst und somit auch Weisheit erlangst. Aber natürlich wird man nochmal sehr stark mit den dazugehörigen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Es ist wichtig, dies einfach auszuhalten, ohne zu verzweifeln. Versuche nicht zu verstehen, sei mit dem, was ist. Dann entsteht oft was ganz Neues. Alles Liebe dir.